Heute habe ich für euch ein einfaches und günstiges Dessert für euer Fastenbrechen, und zwar eine türkische Milchhelva. In eine Schüssel gebt ihr erstmal die Milch, fügt Zucker und Vanille und etwas Zitronenabrieb hinzu. Gründlich umrühren und diese Mischung zur Seite stellen. In einem großen Topf schmelzt ihr erstmal die Butter und rührt danach das Mehl ein. Für diesen Schritt verwende ich mittlere Stufe, also 6 bis 7 von 9, und rühre jetzt so lange, bis das Mehl nicht mehr ganz so hell ist, also ein bisschen dunkler geworden ist und bis dieser Mehlgeschmack nicht mehr so stark vorhanden ist. Das dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten. Ist das der Fall, rührt ihr die Milch-Zucker-Mischung ein und es wird jetzt gründlich, kräftig und schnell gerührt, damit alle eventuellen Klümpchen zerstört werden. Danach gebe ich noch ein Eigelb dazu, in erster Linie für die Farbe, ihr könnt es also auch weglassen. Und jetzt wird so lange gerührt, bei mir ist es so Stufe 7 von 9, bis ein schön cremiger Pudding entstanden ist. Den fertigen Pudding füllt ihr sofort in feuerfeste Förmchen um. Jetzt folgt ein wichtiger Schritt, und zwar lasst ihr den Pudding jetzt so lange auskühlen, bis sich an der Oberfläche eine Haut gebildet hat. Normalerweise versucht man das jetzt zu vermeiden, aber in diesem Fall brauchen wir die Haut. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Danach legt ihr die Schälchen auf ein Backofenblech, befüllt dieses mit heißem Wasser so, dass sie bis zur Hälfte in diesem Wasser stehen, und jetzt wandert das Ganze in den Ofen. Die Schälchen lasst ihr jetzt bei 200 Grad Oberhitze oder mittlerer Grillstufe für ca. 3 bis 5 Minuten im Ofen, beziehungsweise so lange, bis sie oben so ganz leicht anbrennen. Das geht sehr schnell, ihr müsst sie also wirklich im Auge behalten. Danach nehmt ihr sie aus dem Ofen und lasst sie zunächst bei Zimmertemperatur und anschließend im Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden vollständig auskühlen. Und ja, danach könnt ihr dieses leckere, cremige, einfache und besonders günstige Dessert genießen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euer Lieblingsdessert fürs Fastenbrechen ist. Vielleicht ist da ja auch eines meiner Rezepte dabei, was mich besonders freuen würde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok.